Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute mal wieder auf meinem Main, auf dem Magier, und heute gucken wir uns den neuen besten Try gegen Deltopus an und wir schauen mal, was so die Aufholer machen. Ja, denn vor einiger Zeit haben ja auf S31, um genauer zu sein, relativ zum Anfang des Jahres, ist ja eine Welle an Aufholern hier auf meinem Server, auf dem ich spiele mit meinem Main hier, losgetreten und hat so eine kleine Kettenreaktion ausgelöst, als wenn du auf jemanden Halsschmuck schaust. So, dann machst du auch eine Kettenreaktion. Ne? Falls ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, würde es mich freuen, wenn ihr hier mich noch weiter begleitet in dem Video. Und zwar habe ich einen neuen besten Try gegen Deltopus und ich muss sagen, auch die Aufholer, ne, die geben richtig Gas. Also es sind viele raus, ja, das war zu erwarten, aber es gibt ein paar, die sind hier wirklich weiterhin noch am Start. So, das ist mein neuer bester Try gegen den stärksten Gegner momentan, den ich hier so vor mir habe. Den einzigen Gegner, den ich vor mir habe, der einzige Dungeon-Gegner. Ansonsten ist hier ja nichts mehr weiter großartig. Das ist der letzte Dungeon und hiervon halt der erste Gegner so. Ne? Und da hänge ich jetzt schon, ja, ich glaube auch seit Anfang des Jahres dran. Ne? Ich glaube, Zeus hatten wir ja besiegt im Olymp. Das war ja der letzte Gegner gewesen, bevor dieser neue Dungeon kam. Und den hatten wir, glaube ich, auch relativ zum Anfang des Jahres. Also bei Deltopus hänge ich jetzt hier so circa seit 3 Monaten, ich glaube so seit circa 3 Monaten, das kommt so hin. Und habe bisher noch nicht großartige Erfolge feiern können. Nur mal hier und da wieder mal am besten Try. Ich muss sagen, Kunigunde hat in diesem Try gar nicht abgeliefert, aber dafür habe ich hier ordentlich einen abgerissen. Ja, ich sag mal so, wenn Kunigunde so abgeliefert hätte wie in ihren besten Try davor, so sagen wir mal, ich glaube, das waren, 12 Mal oder was die ausgewichen ist, dann wäre das hier schon ziemlich knapp geworden. Dann ich noch ein Crit mehr, weil ich habe ja einen normalen Hit nicht getroffen. Ja, und dann sieht es schon so langsam, dann kommen wir in die richtige Richtung, sag ich mal. Ne? Also es geht voran. Ne? Auch statpunkt-technisch, wir gehen ja jetzt auf die 350.000 zu. Das ist ja jetzt erstmal so mein Zwischenziel, was ich habe hier für Int. Und danach wird erstmal die Ausdauer schön nach oben geschraubt. Ne? Ich wollte noch mal kurz die 350k hitten, dass wir hier eine hoffentlich einigermaßen gerade Zahl zu stehen haben. Und dann wird erstmal Ausdauer auf 250k hochgezogen. Ja, und dann muss ich mal schauen, wahrscheinlich dann gleich auf 300k durch. So, ne? Übrigens, das hatte mir der Bussi gesagt, Grüße gehen raus, der erste Magier hat die 1 Milliarde Leben erreicht jetzt auch mittlerweile, ne? Ist als Magier natürlich auch schon was Besonderes. Als Krieger haben schon einige die Milliarde-Marke gehittet, aber als Magier ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes so, ne? Ja, und dann gehen wir mal in die Post, denn dort habe ich mir ja ein paar Leute gespeichert, die Aufholjagden machen. Und da gehen wir jetzt mal durch. Also es sind schon Leute dabei, die sind wirklich, die haben schon echt gut aufgeholt, muss ich sagen. So, ne? Der Abszess ist hier mit am Start, ja. Kuss und Gruß geht raus hier mit 280. Ja, dann, ein paar Leute haben auch wieder aufgehört. So, natürlich Piccolo, der die ganze Sache auch irgendwo losgetreten hat, ist mit seinem Dämonenjäger jetzt auf 328 jetzt mittlerweile, ist ziemlich strong unterwegs. Das Ganze könnt ihr natürlich auch auf seinem YouTube-Kanal verfolgen. Genauso wie von Kysuel, ja, der macht das Ganze auch auf YouTube und macht da auch ein Tagebuch von tatsächlich. Ich packe euch mal beide unten in die Kommentare rein, da könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr wollt. Ich finde es ganz interessant mal, hier sieht man auch den Start. Ich finde es ganz interessant, die Sichten der Leute mal auf dem eigenen Server, auf dem man schon so Ewigkeiten spielt, mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ist relativ interessant und weil gerade auch so viele fast gleichzeitig gestartet haben, ja, kommt das irgendwie einem Serverstart so ein bisschen zugleich, finde ich so. Weil, ja, viele haben innerhalb
der gleichen Woche, sag ich mal, ne, von der Zeitspanne her, so von der gleichen Woche her gestartet. Ne? Und deswegen kann man das schon irgendwo an einem Serverstart mehr oder weniger festmachen. So. Nur, dass die Gilden und der Server schon jahrelang bestand, so, ne, aber gleich viele zur gleichen Zeit angefangen haben, Aufholjagd zu starten. Und das finde ich cool. So, und dass die immer noch durchziehen hier, ist auch nice. Graf Zahl ist, glaube ich, von den Aufholern her der höchste mit seinem Bersi hier auf 344. Hat am 26.01. angefangen. Also sogar noch ein bisschen später als die anderen. Und ist trotzdem hier schon extrem krass unterwegs. Übrigens, da wollte ich nochmal sagen, weil immer wieder in den Kommentaren auftaucht, wer ist denn dieser Graf Zahl eigentlich, ja? Man sieht ihn auf jedem Server so mit seinem Profilbild, ne? Aber der macht gar keine YouTube-Videos, ja? Und seht ihr hier unten, da kann man es halt unterscheiden. Es gibt eben Creator, so wie mich zum Beispiel, die haben hier dann unten halt eben einen blauen Haken zu stehen, ne? Und es gibt hier eben halt auch Leute, die haben einfach nur ein Avatar gewonnen, zum Beispiel auf einem Speed-Server, da wurden einige verlost oder halt eben, ich glaube auch bei manchen Giveaways konnte man mitmachen und deswegen, das sind halt einfach Leute, die haben das Ganze irgendwo sich erarbeitet oder gewonnen. Und ja, deswegen sind das nicht zwingend Content Creator. Also nicht jeder, der ein Bild hat, ist auch gleichzeitig ein Content Creator. So, ne? Also das kann man auf jeden Fall dort dann auch unterscheiden. Ja, manche sind auch hierbei, die sind ein bisschen easier unterwegs oder haben vielleicht auch aufgehört zu spielen. Ne? Das meine ich damit. Die habe ich alle zum Anfang so ein bisschen in die Liste gepackt. Das waren noch deutlich mehr gewesen, die aufgeholt haben oder angefangen haben. Aber nachher hatte ich da dann auch einfach den Überblick verloren, wer neu ist und wer nicht neu ist. So, ne? Genau. Ja, der Ritzi ist hier auch noch mit am Start. Scheint auch noch soweit aktiv mitzuspielen und deswegen, ja, bin ich mal einfach gespannt. Auch Dankeschön hier natürlich an jeden für den Support, der hier auch ja, hier sowas Liebes in seine Charakterbeschreibung reinschreibt. So, ne? Das ist natürlich auch ziemlich cool. Deswegen Dankeschön da an jede Art von Support, die ihr mir da irgendwie auf irgendeine Art und Weise entgegenbringt. Ne? Sei es einfach nur das Zuschauen, so das Reinlurken, das Liken, Kommentieren oder halt eben das Usen von meinem Creator-Code. Das ist natürlich ganz besonderer Support und kostet halt euch einfach auch nichts. Und deswegen ist das halt so eine super geile Sache. So, ihr müsst dafür nicht mehr zahlen oder so, sondern einfach nur den Namen da eingeben und das war's halt und das supportet echt wirklich sehr krass. Deswegen vielen lieben Dank auch halt eben dafür und da kann ich euch auch nicht genug danken, würde ich mal sagen, wie Basketballspieler in den Korb rein danken. Ja, gut. Gucken wir mal in die Ehrenhalle. Schauen wir mal, wen haben wir denn hier? Sir Webster vertritt heute S31. Mal schauen. Oh, diese Waffe, ne? Dass da immer noch dieser Soundbug nicht gefixt worden ist, ne? Ich weiß nicht, ob man das hört, weil ich habe immer den Ingame-Sound relativ leise in meinen Videos. Aber von der Waffe, die der Kollege hat hier, ne? Ich glaube, wenn die crittet oder so, dann macht die so ein ganz unangenehmes Geräusch, muss ich sagen. Das ist schon immer so. Ist wahrscheinlich vielleicht auch gewollt, aber ja, ich würde die Waffe nicht freiwillig anziehen, sag ich mal. Ne? Ja, leider hat Sir Webster hier nicht geregelt, obwohl er von den Stat-Punkten her sogar vorne ist. Aber Passi hier mit 663. Sir Webster fast immer auf Platz 1 auf unserem Server hier. Ich weiß nicht, achtet da vielleicht ein bisschen mehr drauf, dass er zu der Uhrzeit auch am Start ist, wenn die EHOF-Fights registriert werden, beziehungsweise die Registrierung für die internationale Ehrenhalle. Das passiert ja meines Erachtens nach immer noch, wenn es noch so ist wie früher, jeden Tag um 18 Uhr. Also wer um 18 Uhr auf Platz 1 ist, der ist am nächsten Tag in der EHOF und kann da eben gegen andere fighten, also gegen einen anderen Platz 1 Spieler von einem anderen Server. Und ich sag mal, Statpunkt-technisch, sind wir jetzt schon ein bisschen weiter bergauf. Er ist natürlich noch ein bisschen konstanter vom Schaden her, so, ne? Auch als Krieger natürlich PvP-technisch gut aufgestellt, nicht ganz so random wie ich als Magier immer. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass Teufli und Sir Webster
auch weiterhin extrem krass auch bei mir dranhängen so. Also die machen auch immer noch sehr gute Basispunkte monatlich. Da muss man auch, da darf man nicht schlafen, die Konkurrenz schläft nicht, aber das ist auch wichtig für einen Server so, ne? Dass nicht irgendjemand alleine hier die Ehrenhalle dominiert, das wäre halt auch langweilig. Gucken wir noch ganz kurz in die Dings rein, in die Gilden IHOF. Schauen wir hier. Hier ist es ja auch nach wie vor so, dass jeden Kampf, den man anschaut, immer aus der Perspektive ist, ja, dass man den Kampf, also dass der Kampf quasi verloren wird. Also man sieht keinen Sieg in der internationalen Ehrenhalle, sondern immer nur ein Lose. Und das ist auch so eine Sache, die ein bisschen schade ist irgendwo, weil man kann jetzt nicht sagen, okay, ja, vielleicht gewinnen wir den Fight. Nein, wir werden ihn auch verlieren. Das ist halt einfach so ein Ding. So, weiß ich nicht. Und das ist halt auch eben sehr schade. Genauso schade, dass wir, ich wollte gerade sagen, hier weggekrittet worden sind, aber den haben wir noch mitgenommen hier. Ja, und dann gucken wir noch auf die letzten Gegner. Es wird nochmal knapp, aber ja, wir kennen ja unsere Magier zum Ende. Die hauen auch gut raus. Ne? Also wenn sie mal treffen, dann tut es auch weh, dann macht es auch Aua. Aber ihr seht ja schon, die hatten noch ein paar Gegner gehabt und die Stat-Punkte sind ja auch absolut ja, von einem anderen Planeten, sage ich mal. Also schon sehr, sehr krass. Und natürlich haben wir eben verloren, ne? Wie schon bereits gesagt. Ja, Leute, das soll es für die heutige Folge soweit gewesen sein hier vom Main. Das geht hier momentan gerade so ab. Wie gesagt, ich bin ganz stolz drauf. Gestern haben wir den neuen besten Try gegen Deltopus hier, ne? Auf 4,1 Milliarden runter. Mal schauen, wie es in Zukunft aussieht. Mit dem Gegner hier und ja, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.